Ja, grüßt euch Leute. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ja, wir haben heute mal ein relativ ernstes Thema am Start, beziehungsweise es ist ein sehr, sehr ernstes und dringendes Thema, was ich mit euch mal besprechen möchte. Wie ihr im Videotitel schon gelesen habt, ähm, ist es wirklich kritisch, deswegen schaltet ab, wenn es möglich ist, oder hört auf damit. Wieso, weshalb, warum, erkläre ich euch natürlich gleich. Das ist ein relativ sensibler Content, den wir heute hier zeigen, in Anführungsstrichen. Von daher, ja, ich hoffe, dass wir da deswegen bei YouTube nicht weggestrikt werden oder irgendwas. Aber ich würde sagen, wir starten einfach mal in die Thematik rein. Ja, worum geht's? Mysterium Network, also um die Mist-Node sozusagen, die ihr euch ja aktuell auf einem Helium-Miner zum Beispiel dank Crank installieren könnt. Das Problem ist halt eben, das ist ein offenes VPN, wo sich andere Leute einkaufen können und die nutzen quasi eure IP-Adresse und damit Unfug zu betreiben. Und wie weit das gegangen ist, haben wir aktuell Beispiele dafür, das gucken wir uns natürlich gleich an. An dieser Stelle nochmal kurz ein Shoutout für unseren Telegram-Kanal. Link dazu findet ihr natürlich auch in der Beschreibung. Kommt einfach rein, diskutiert mit anderen mit, die auch zum Beispiel Mist benutzen oder halt eben im Casper Mining unterwegs sind oder im Deep in Space. Also es ist für jeden auf jeden Fall ein Thema dabei. Ja, es ist in den letzten Tagen bzw. Monaten einiges passiert im Mysterium Network und es gibt halt eben viele äußern jetzt Bedenken. Es ist zum Beispiel zu Razzien gekommen etc. pp. Und das ist natürlich extrem schwierig, sage ich jetzt mal. Wenn man sich mal den Reddit-Thread durchliest, hier sieht man, dass es halt eben Bedenken, was den Rechtsschutz von den Node-Runnern hergeht, dann zum Beispiel auch ein Protokollexport für Strafverfolgungsbehörden. Ja, hier steht auch nochmal drin, es gab halt eben Razzien in EU-Ländern und so weiter und so fort. In UK gab es jetzt auch schon was. Die erste Razzia in UK ist gemeldet worden, ist zwar nicht verifiziert, aber es macht Sinn, weil das bei Reddit mehrere Beiträge dazu gibt. Also hier ist auch jemand, bei dem wurde eine Razzia durchgeführt, weil von seinem Rechner in Anführungsstrichen über die Mist-Node halt eben Kinderpornografie verteilt wurde. Und das ist halt eben ein extrem schwieriges Thema, sage ich jetzt mal. Und ich hoffe, dass YouTube das nicht wegstrikt oder irgendwas. Aber ich möchte halt eben offene Worte dazu finden und euch auch warnen, was das letztendlich angeht. Also hat das jetzt auch quasi, hier wurde das gemeldet, dass halt eben Polizei da war, weil halt eben da Kinderpornografie in Foren gepostet wurde mit der IP-Adresse von demjenigen, der den Mistnode betreibt, ja, und so weiter und so fort. Und am erstaunlichsten ist dieser Beitrag hier steht es auch nochmal Verbreitung von Kinderpornografen über Mistnodes bestätigt, wenn Business to Beer oder VPN aktiviert ist. Ja, ich lese es mal ganz kurz vor und wie gesagt, es soll definitiv eine Warnung an alle sein, die aktuell Myst bzw. Mysterium Mist-Nodes nutzen, ob das jetzt egal auf eine Helium-Hotspot ist, wo Crank läuft oder ihr eine Node laufen lasst. Leute, wenn ihr wirklich safe sein wollt, schaltet ab. Es ist wirklich so. Ja. Anfang August wurde bei mir zu Hause eine Razzia durchgeführt. Ich lebe in Deutschland. Mein Computer, mein Smartphone, mein Tablet, mein Heimserver und alle Arbeitsgeräte meines Arbeitgebers wurden beschlagnahmt. Ja. Polizei kommt, nimmt euch hoch sozusagen und nimmt alles mit, steht erstmal da, ihr wisst nicht, um was es geht, ist ja meistens so. Ja, während der Hausdurchsuchung wurde mit der Beschreibung mehrerer Cyber-Tripline-Berichten des National Center of Missing Exploitation in den USA konfrontiert. Mehrere Screenshots von Porno-Ordnern wurden von meiner IP aus in einem Clear-Web-Forum gepostet. Das bedeutet, dass derjenige, der sich quasi bei Myst eingekauft hat, den Knotenpunkt von denjenigen genutzt hat, der die Mist-Node betreibt und hat halt eben mit denen seiner IP-Adresse in einem Forum, was ganz normal aufrufbar ist, Porno-Ordner-Screenshots halt eben hochgeladen, also nicht, also zumindest Bilder davon und hat halt eben dann auch noch dazu fügt DM für Linkpreise. Das bedeutet hier versucht man auch noch damit Geld zu machen, ist ja eigentlich noch schlimmer. Wir haben ja schon die Tatsache im Raum, dass es hier um Kinderpornografie geht und damit möchte man auch noch Geld verdienen. Und das größte Problem ist halt eben, dass du, wenn du die Mist-Node betreibst, Alter, wenn du die Mist-Node betreibst, dass du halt eben erstmal dafür haftbar gemacht wirst, weil
deine IP-Adresse hat quasi diesen Ordner jetzt in dem Fall in das Forum gepostet und keine andere. Jetzt 1 Monat später habe ich Bestätigung erhalten, dass dies mit Betrieb von Mistnode zusammenhängen scheint. Das gibt es halt mehrere Fälle dieser Art. Ich habe sie eben schon im allgemeinen Dings vorgelesen, dass es halt eben wirklich so ist, dass mehrere auch schon das gemeldet haben. Ich glaube auch nicht, dass es sich hierbei um einen Fake handelt. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass da wirklich draußen Leute unterwegs sind, die versuchen, mit sowas Geld zu verdienen oder irgendwas in der Richtung, was ich absolut nicht unterstützen kann. Ich finde es auch ehrlich gesagt eher ekelhaft, was da passiert. Ja, wahrscheinlich wird jetzt mein Video gesperrt, weil ich solche Worte benutze, aber wie gesagt, es geht um die Warnung. Ja, und ja, hier wird auch nochmal erklärt, er hatte nur dieses Business-to-Business Data Scraping und Business-to-Business VPN offen. Ihr seht das, wenn ihr in die Node reingeht. Warte, habe ich es offen irgendwo genau. Also wir haben auch abgeschaltet, war nur mal zum Test auf dem Docker offen. Ihr seht zum Beispiel hier der Business-to-Business and Data Transfer und Business-to-Business Data Scraping. Also hier können zum Beispiel Daten hin und her transferiert werden. Data Scraping ist meistens, um Search Queries, also Suchanfragen zu starten. Ja, von daher gibt es noch den normalen VPN und halt eben auch für Business-to-Business Clients und Public. Also wie gesagt, ihr seht hier Disabled, alles aus, weg. Läuft sowieso nicht mehr die Node. Also ganz, ganz gefährlich. Ja, wichtig. Deaktivieren Sie jetzt aus Sicherheitsgründen sogar Business-to-Business VPN, erstellen Sie seit Anfang April Exportverbindungsprotokolle. Sagen Sie der Polizei, dass Mistnode-Runner sind, sobald den Tür klopfen, bleibt sicher. Also, ich möchte jetzt hier nicht sagen, Polizei kommt zu euch, wird so definitiv sein, falls bei euch eine Mysterium-Node läuft. Es kann aber natürlich dazu kommen, wenn das so ist, sagt der Polizei, bei euch läuft so eine Node. Das macht euch jetzt erstmal nicht safe, das Thema. Dennoch könnte es halt eben auch ein bisschen zur Strafverfolgung weiter dienen. Und auch das Team von Mysterium wird euch da dementsprechend unterstützen. Zumindest ist es hier zugesagt worden. Ihr seht das zum Beispiel hier in diesem Post. Man sagt halt eben, wenn ihr Hilfe braucht, kommt auf uns zu, weil die Logs müssen ausgelesen werden. Es muss geguckt werden, von wo nach wo ist der Traffic gelaufen etc. Und ja, das ist halt eben die ganze Geschichte, sage ich jetzt mal. Und wie gesagt, ihr kennt die Seite hier wahrscheinlich, Mysterium Network, blind für Grenzen. Ja, in dem Fall ist es wirklich blind für Grenzen und ich finde es ehrlich gesagt extrem schlimm. Ich sag mal, wenn ein Torrent wegen Urheber irgendwas in der Richtung gezogen wird, das ist ja fast ein Standard heutzutage. Trotzdem in Deutschland nicht gut und kann natürlich auch mit Abmahnung etc. geahndet werden. Aber Kinderpornografie, ganz ehrlich, ist ein absolutes No-Go, geht gar nicht. Ja, und von daher ganz, ganz wichtig. Es ist jetzt auch so ein bisschen meine persönliche Meinung, wenn ihr Mysterium laufen habt, schaltet es ab, macht es, schaltet es ab. Wenn ihr Pech habt, bringt es letztendlich nur Ärger. Ja, ich meine, momentan erlebt das Netzwerk auch so ein bisschen so einen kleinen Rausch. Ihr seht es hier, Nebra hat in ihrer eigenen Software, dem Hotspot, auch Mysterium freigegeben. Und ihr seht es hier nochmal Crank auch. Ich meine, klar, das kann funktionieren, aber wir sind hier in Deutschland, es kann uns auf die Füße fallen und ihr seht das halt eben hier im Reddit. Das war kein Einzelfall, das sind mehrere, die letztendlich über diese Problematik berichtet haben. Hier auch nochmal ein Wort der Warnung. Hier ist auch schon mal vor 13 Tagen, hat auch schon mal einer was reingeschrieben hier. 15 Fälle von Kinderpornografie über meine IP-Adresse. Auch Mysterium Node und schwierig, extrem schwierig, Leute. Wie gesagt, ich möchte euch, was das Thema angeht, warnen. Also schaltet das ab, schaltet Mysterium ab, hört auf damit. Vorsicht auch allgemein bei allen anderen Clients, die es letztendlich gibt. Ja, also alles, was Traffic Nodes in Anführungsstrichen sind, seid wirklich extrem vorsichtig, was das Ganze angeht. Ansonsten, wenn ihr Pech habt, kommt irgendwie immer die Strafverfolgungsbehörde, kommt die Polizei zu euch, etc. Euch klappt. Das will keiner von uns, auch nicht, was das Thema Kinderpornografie angeht, weil hier ist es auch gesetzlich ein bisschen anders. Sollte es wirklich zu irgendeiner Verurteilung kommen oder irgendwas in der Richtung, sowas bleibt extrem länger im Führungszeugnis haften, etc. Beziehungsweise wird unser Becher gar nicht mehr gelöscht. Ihr wisst, was das für Konsequenzen hat und das wollen wir natürlich alle nicht. Von daher löscht den Mysterium-Scheiß. Wenn jetzt einer von Mysterium zuschaut,
Leute, es ist mir ehrlich gesagt egal. Ja, wir müssen handeln aus Deutschland. Das funktioniert ganz einfach nicht. Und wir wollen halt eben auch keinen Stress, keinen Ärger wegen ein paar Cent im Monat. Das macht absolut keinen Sinn. Ja, das war's von mir. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung, Feedback dazu in die Kommentare reinhauen. Ansonsten, vielleicht wird das Video auch weggestrikt, weil es ist halt eben ein brisantes Thema. Von daher, das soll es für mich gewesen sein. Ich bedanke mich für euch, wünsche euch was. Bis die Tage. Bis später. Ciao.